So, hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt zu einem neuen Bastelvideo. Heute werde ich euch mal ein wenig was über die Grundlagen von der Verarbeitung von Epoxidharz zeigen. Und wenn euch das Thema interessiert, bleibt einfach dran. Los geht's gleich nach dem Intro. Ja, bevor wir jetzt gleich anfangen, noch ein paar allgemeine Informationen zum Thema Epoxidharz. Zunächst mal, was ist Epoxidharz eigentlich? Das ist ein Zwei-Komponenten-System, bestehend aus einem Harz und aus einem Härter. Die beiden Komponenten werden in dem Verhältnis 2:1, das bedeutet 2 Teile Harz auf 1 Teil Härter miteinander gemischt. Und dadurch entsteht dann eine chemische Reaktion, die zur Folge hat, dass das Harz dann eben aushärtet und letztendlich so hart wird wie Kunststoff. Wenn man das Epoxidharz verarbeitet, sollte man darauf achten, dass die Raumtemperatur immer konstant ist. Also die sollte im Optimalfall so zwischen 20 und 25 Grad liegen. Also sagen wir mal, normale Raumtemperatur von 22 Grad ist eigentlich optimal. Wenn die Temperatur höher ist, dann verkürzt sich die Tropfzeit. Und wenn die Temperatur eben niedriger ist, dann kann es sein, dass sich die Aushärtungszeit erheblich erhöht oder eben das Harz überhaupt nicht aushärtet. Ja, die Luftfeuchtigkeit spielt auch noch eine Rolle. Die soll bei ca. 70% nicht überschreiten. Aber ich denke mal, wenn man nicht gerade in der Sauna gießt, also dann sollte das eigentlich kein Problem sein in einem normalen Raum. Ja, ein paar Sicherheitshinweise gibt es noch zu beachten und was man da beachten soll, das zeige ich jetzt auch gleich. Ja, wenn ihr jetzt eben Epoxidharz verarbeitet, dann solltet ihr zum einen mal lange Kleidung tragen und am besten hier noch Einweghandschuhe, sodass es nicht zu einem Hautkontakt kommen kann. Wenn jetzt mal ein kleiner Spritzer auf die Haut kommt, das ist jetzt auch nicht übermäßig tragisch, aber es kann eben durch die Chemikalien, die in dem Epoxidharz enthalten sind, dann zu allergischen Reaktionen kommen und das kann man eben dadurch vermeiden, indem man passende Schutzkleidung trägt. Beim Anmischen selbst und bei der Verarbeitung würde ich auch eine Atemschutzmaske empfehlen, sodass er eben die Dämpfe, die eben entstehen, nicht einatmet. Ja, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann kann nichts passieren. Und jetzt kommen wir mal zur Form. Wie man die vorbereitet, das zeige ich euch jetzt als nächstes. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Gießform hier schon mal vorbereitet. Ich habe beschichtete Spanplatten verwendet. Natürlich könnt ihr die Form auch aus anderen Materialien wie Kunststoff oder Plexiglas herstellen, das ist ganz egal. Es gibt auch spezielles Klebeband, wo man die Form mit abkleben kann, aber das ist relativ teuer und so mit Spanplatten ist es einfach die günstigste Variante. Ich werde jetzt hier an den Stößen noch eine Silikonfuge anbringen, sodass die Gießform komplett dicht ist. Das ist wichtig, weil wenn ihr hier die Stöße, wenn ihr da kleine Spalten habt, dann fließt euch das Epoxidharz einfach durch. Das ist so flüssig wie Wasser. Und mit Silikon, dann ist eben eine geschlossene Form, da kann nichts mehr passieren. Ja, das machen wir jetzt mal geschwind. Die Silikonfuge muss jetzt noch aushärten und sobald die dann hart ist, werde ich auf die Innenseite der Gießform noch ein Trennmittel auftragen. Ich verwende hier ein Silikonspray. Das bewirkt, dass eben das Harz keine Verbindung mit der Gießform eingeht und dann haben wir später, wenn wir es dann wieder ausschalen, keine Probleme. So, ja, das mache ich jetzt und dann können wir auch schon gleich mit dem Epoxidharz anmischen weitermachen. Das Trennmittel, also in diesem Fall das Silikonspray, sollte nur als hauchdünner Film aufgetragen werden. Die Überstände könnt ihr dann anschließend mit einem Tuch entfernen. Wenn ihr das Epoxidharz anmischt, solltet ihr darauf achten, dass das Mischungsverhältnis von 2:1 genau passt. Ich empfehle euch hier eine Feinwaage zu verwenden, denn wenn das Mischungsverhältnis nicht genau passt, kann es sein, dass das Epoxidharz später nicht richtig aushärtet. Die Gebinde solltet ihr gleich nach dem Gebrauch wieder verschließen, da insbesondere der Härter mit dem Sauerstoff in der Luft reagiert und dadurch unbrauchbar werden kann.
Wenn das Mischungsverhältnis dann passt, müssen die zwei Komponenten gut durchgemischt werden. Ich würde hier eine Rührzeit von ca. 2 bis 3 Minuten empfehlen. Kleine Mengen kann man, wie ihr seht, bequem mit der Hand anmischen. Für größere Mengen würde ich eine Rührquelle empfehlen. Um ein optimales Mischungsergebnis zu erzielen, fülle ich das Epoxidharz nochmal in ein frisches Behältnis um. So kann ich verhindern, dass sich einzelne Teile am Boden absetzen. Ja, dann können wir eigentlich schon mit dem Gießen beginnen. Beim Gießen gilt es zu beachten, dass die maximale Gießhöhe, für welche das Harz ausgelegt ist, nicht überschritten wird. Mein Harz hat beispielsweise eine Gießhöhe von 1 cm. Es gibt aber auch andere Varianten, wo bis zu 10 cm starke Schichten in einen Guss gegossen werden können. Ja, ich werde jetzt hier mal ca. 1 cm in die Gießform einfüllen. Danach muss das Ganze ca. 6 Stunden aushärten und dann kann mit der nächsten Schicht weitergemacht werden. Das Ganze wird im Nass-Nass-Verfahren aufgetragen. Das bedeutet, die untere Schicht ist noch nicht ganz ausgehärtet und dann wird die zweite Schicht aufgebracht. Und ja, den Übergang der beiden Harzschichten wird man später nicht sehen. Wenn sich jetzt nach dem Gießen noch kleine Luftblasen auf der Oberfläche des Harzes befinden, könnt ihr diese mit einem Gasbrenner ganz einfach entfernen. Das gegossene Epoxidharz habe ich jetzt mal 6 Stunden aushärten lassen. Die Oberfläche hat jetzt leicht angezogen. Dann können wir jetzt zur nächsten Schicht kommen. Ich werde jetzt zur Demonstration mal hier so ein Blatt und eine Unterlegscheibe aus Metall eingießen und damit machen wir jetzt weiter. Dann mal zwischendurch was in eigener Sache. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr gerne weitere Tutorials von mir sehen wollt, könnt ihr jetzt einfach unten kostenlos den Abonnier-Button und die Glocke aktivieren und dann werdet ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen. Um das Ganze jetzt optisch ein bisschen aufzuwerten, werde ich jetzt die Zwischenräume zwischen den einzelnen Unterlegscheiben mit einem grünen Epoxidharz ausgießen. Ich habe mir hierzu grüne Farbpigmente besorgt, die jetzt dem Epoxidharz beigemischt werden. Wie ihr sehen könnt, braucht man zum Färben nur sehr wenig Farbpigment. Die empfohlene Dosierung liegt hier bei 10 bis 20 Gramm pro Liter Epoxidharz. Zum Ausfüllen der Zwischenräume habe ich eine Einwegpipette verwendet. Hiermit lässt sich das Epoxidharz ganz einfach punktuell auftragen. Die Farbpigmente gibt es natürlich in allen möglichen Farben, auch in transparent. Ich habe hier einen Metallic-Farbton in Grün verwendet. Ihr könnt natürlich auch verschiedene Farben miteinander mischen. Hierdurch lassen sich interessante Farbeffekte erzielen. Die letzte Schicht habe ich jetzt mal noch ohne euch aufgetragen, ist ja immer das gleiche. Das Epoxidharz konnte jetzt 24 Stunden aushärten, ist jetzt hart. Das heißt, wir können jetzt die Gießform außenrum entfernen. Bei der Entfernung der Bodenplatte war etwas Kraftaufwand nötig, aber wie ihr sehen könnt, hat sich das komplette Teil dank des aufgetragenen Trennmittels wieder sehr einfach ausschalen lassen. Ja, mit dem Ergebnis muss ich sagen, bin ich eigentlich echt zufrieden. Ich werde jetzt mal noch hier den Boden und die Seiten, die eben an der Gießform angelegen waren und daher noch matt sind, auf Hochglanz polieren. Das zeige ich euch jetzt mal noch und ja, dann sind wir eigentlich fast fertig. Der Poliervorgang erfolgt in mehreren Schleifgängen. Ich habe hierzu Schleifpapier mit verschiedenen Körnungen verwendet. Im ersten Durchgang habe ich ein Schleifpapier mit 240er Körnung verwendet.
Danach ging es dann schrittweise weiter, bis letztendlich der letzte Durchgang mit 3000er Körnung erfolgt ist. Ab dem zweiten Schleifgang habe ich dann nass geschliffen. Das bedeutet, ich habe auf die Oberfläche Wasser aufgetragen und dann ganz normal weiter geschliffen. Beim Schleifen solltet ihr darauf achten, dass ihr in kleinen Kreisbewegungen arbeitet und so lange mit einem Papier arbeitet, bis die Oberfläche keinen Widerstand mehr bietet. Ihr merkt es dann ganz schnell, wenn das Schleifpapier nur noch über die Oberfläche rutscht. Sobald dies dann der Fall ist, könnt ihr das Schleifpapier wechseln und mit der nächstkleineren Körnung weitermachen. Das Schleifpapier und die verwendeten Materialien werde ich euch alle unten in der Videobeschreibung verlinken. Nachdem ich dann nach dem letzten Schleifgang mit der 3000er Körnung fertig war, habe ich mit einem Mikrofasertuch noch Polierpaste aufgetragen. Durch die Polierpaste lassen sich noch minimalste Kratzer auf der Oberfläche schließen und ja, man kann die Oberfläche eigentlich bis auf Hochglanz polieren. Ja, damit wären wir heute schon wieder am Ende. Ich denke, ich habe euch jetzt in der Kürze mal gezeigt, was es bei der Verarbeitung von Epoxidharz zu beachten gibt. Ich denke, das ist kein Hexenwerk. Ihr könnt jetzt loslegen. Ich werde jetzt demnächst auch ein paar Projekte mit Epoxidharz angehen. Da wird einiges kommen, könnt ihr schon gespannt sein. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar schreiben, meinen Kanal abonnieren für diejenigen, die noch nicht abonniert haben. Und dann sehen wir uns demnächst wieder zu neuen Videos. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Heimwerken. Macht's gut. Ciao.